Und ich habe das Gefühl, dass das Denken wieso noch so in einer ganz primären Entwicklungsstufe ist. Das Fühlen ist viel, viel weiterentwickelt. Im Mutterleib haben wir dieses Gefühl von Einheit, weil da dieses Ich wie noch nicht da ist. Da ist noch kein Gedanke, der sagt, oh, ich bin hier ganz alleine im Mutterleib drin, jetzt muss ich Angst haben oder... Das ist halt genau noch nicht da. Es ist das reine Fühlen da. Und dieses reine Fühlen, zu dem kann man sich wie so zurückbesinnen. Man muss das Denken wie so ein bisschen auf Seite lassen oder eigentlich dem Fühlen mehr Raum geben und dadurch kommt das Denken eigentlich an die richtige Stelle. Also nicht dem Denken die Macht übers Leben geben, ne? Weil wir werden eigentlich gelebt durchs Denken. Also wir geben dem Denken die Macht. Und es kann eigentlich gar nicht diese Intelligenz, also wenn das Denken die Intelligenz von den Gefühlen nutzen könnte, wäre es so viel intelligenter. Ja. Also wir würden so viel andere Möglichkeiten im Leben erkennen und sehen und uns in eine ganz andere Richtung bewegen, wenn das Denken wirklich darauf zurückgreifen würde und nicht andersherum. Weil das eigentlich in dieser Kleinheit, wie du jetzt sagst, noch so ein bisschen unterentwickelt, gar nicht so wirklich schöpferisch sein kann. Und ich glaube, dass das Normale ist, dass das Denken das Fühlen benutzt. Ja. Und das, was wir meinen, ist das Fühlen, das Denken dann benutzt. Also die Impulse kommen von tiefer her. Ne? Wir können durch Denken Gefühle auslösen, wir können durch Denken Körperempfindungen auslösen, wir können schreckliche Dinge uns vorstellen, wir können uns schöne Dinge vorstellen, wir können mit positiven oder negativen Affirmationen arbeiten, aber es ist immer, wir manipulieren das Fühlen, wir manipulieren die Existenz, wir manipulieren die Realität. Und deshalb fühlt es sich manchmal, also wer das genau hinfühlen kann, merkt manchmal, irgendwie stimmt das nicht. Es war vielleicht toll und es hat so ein bisschen, oh ja, aber ich hab das immer so gemerkt, irgendwie fehlt diese Tiefe. Also wenn ich mir was vorgestellt habe und dann positiv mich manipuliert habe, das hat für mich nicht so wirklich gestimmt. Und das ist eigentlich genau deswegen, weil das nicht so diese Resonanz hat, ne? Weil das nicht wirklich so in die Tiefe geht, dass man das wirklich fühlt, ich könnte mal sagen, in seinem Sein oder in seinem, also es ist wie so größer, diese Ursprungsgefühle, die haben viel mehr Raum, die sind viel tiefer, die sind viel ursprünglicher, uriger, als diese kleinen Gefühlchen, die das Denken erzeugen. Und wir sehen ja auch in der Welt, wie das ankommt oder was für ein Chaos eigentlich dadurch auch ist. Das ist wie wenn man einem Dreijährigen oder einer Dreijährigen die Macht gibt über die Welt. Und so ist das. Ich will das nicht, ich will da, ich will was, ich habe die Meinung, nein, das will ich auch nicht, ja, jetzt will ich aber sofort. Ne? So ist das Denken. Und das Fühlen ist viel ruhiger, viel klarer. Und ich habe das Gefühl, dass das Denken wieso noch so in einer ganz primären Entwicklungsstufe ist. Das Fühlen ist viel, viel weiterentwickelt oder näher dran an dem, was die Existenz eigentlich will. Man könnte sagen, die Existenz fühlt. Und das Denken ist eigentlich sehr unterentwickelt noch. Also das ist noch gar nicht richtig in Kontakt mit dem Sein und mit der Existenz. Und das kappt immer die ganze Zeit. Nee, das will ich nicht. Nein, das will ich nicht. Also wir kappen uns eigentlich die ganze Zeit von diesem Ursprung und können da gar nicht zugreifen. Ja, ne? Das, worauf es ausläuft, ist es wie so eine Einheit vom Fühlen und Denken. Ja? Und da ist dann die ganze Intelligenz da. Da ist diese große Intelligenz, die uns leben lässt, ist in diesem Entwicklungsschritt. Und nur der bringt die Freiheit oder diese Sehnsucht nach Einheit,
Und niemals dieses Denken, wo irgendwelche Ideen oder Konzepte erschafft, wie die Welt sein sollte oder der Mensch sein sollte. Da wird nie Einheit daraus entstehen, weil es gar nicht geht. Es hat, wie Pradeepa so schön gesagt hat, es fehlt der Boden. Der Boden fehlt, es fehlt die Connection. Ne? Die Gedanken können das gar nicht. Ja, die haben ja gar keinen Zugriff darauf. Ja, genau, weil es ist wie so in der Luft. Ne? Ja. Es ist wie so, theoretisch ist es wie so in der Luft. Die denken und denken und so. Und die denken sich auch eine Einheit aus, ne? Dass wir Einheit sind und alles Liebe sind und so. Aber das ist halt auch nur hier oben, wenn wir das denken. Wenn das nicht von hier kommt, sind es nur Gedanken und durch Gedanken erzeugte Gefühle. Und das ist eigentlich mega schade, so zu leben. Also wir können niemals unser Potenzial leben. Wir leben einfach nur so ein bisschen, so ein Fünkchen hier oben. Und manche Menschen merken das einfach und sind dann unzufrieden. Ja. Und da zeigt sich dann eigentlich schon so eine Intelligenz. Ne? Es zeigt sich eine Intelligenz, da ist irgendwie was nicht echt oder da ist irgendwas nicht real und so. Und dem kann man eigentlich wie so vertrauen. Wir spüren, was richtig ist. Also wir spüren, ob es ein echtes Gefühl ist oder ob es ein erdachtes, immer wieder käuendes Gefühl ist, was eigentlich einfach das Leben schwer macht. Ne? Das kann man wie so erfühlen. Das kommt wie aus einer größeren Intelligenz, kann man das wie wahrnehmen. Und dasselbe könnte man sagen, dass auch die Spiritualität, es so eine verkopfte Spiritualität gibt, wo alles Mögliche erschafft, Ideen hat und so. Und so eine Ursprungsspiritualität, von der wir reden, die eigentlich überhaupt nichts mit so sogenannten Spiritualität zu tun hat oder wie wir so manchmal so abschätzend das Gefühl haben, irgendeine Esoterik oder so ist dahinter. Wovon wir reden, ist eine Ursprungsspiritualität. Die Ursprungsspiritualität, die geht zum Ursprung, also zum Ursprung von dem, was lebt. Die Spiritualität, die wir propagieren, ist, wir erforschen das, was tatsächlich da ist. Und wir tun nicht was erschaffen mit dem Mind oder machen noch was Kompliziertes drauf und erdenken uns irgendwelche Konzepte, sondern es geht eigentlich um das Erfahren, was tatsächlich lebt. Die Wahrnehmung erforscht sich selbst, bis sie zu ihrem Ursprung kommt, was tatsächlich wahrnimmt und was lebt. Und das ist für uns so eine Ursprungsspiritualität, die eigentlich auch verkörpert ist. Die ist im Körper, im Fühlen und im Denken drin. Und das ist eigentlich was mega Schönes und Heilsames. So diese Rückbesinnung zum Leben, zu sich selbst zu beginnen und zu erforschen. Schön. Ist gut, ne?